Der Hymer ML620i, ein voll integriertes Reisemobil, ja umgebaut zum Hundetransport- und Lebefahrzeug. Ja, hier sind die stolzen Besitzer, ich glaube Europameister sogar. Ich guck mal gerade, stimmt das? Ja, dreifacher. Und das hier sind Galgos. Das habe ich jetzt schon mal gelernt. Das sind Windhunde. Wir haben ja selber Windhunde, aber die sind ein bisschen größer wie unsere. Und wir werden gleich mal ein bisschen was erfahren, wie man die Hunde denn im Wohnmobil unterbringt. Da sind sie. Quasi hinten drin, normalerweise, die sind zu dritt hinten drin. Ja. Und das hast du selber gebaut. Wenn du dich mal kurz vorstellst, wie ist dein Name? Christian Steppon. Ja. Aus welchem Ort kommst du? Aus Oppenheim. Das ist eine kleine Weinstadt in Rheinhessen. Okay. Du hast ein Kennzeichen Mainz? Ja, natürlich. Okay. Selbstverständlich, MZ. MZ. Und da sind sie. Sie haben jetzt verschiedene Farben, die Hunde. Wenn du mich mal kurz aufklärst, wie ist der Name von den Farben? Das ist der Don Cantero, auch aus der Rettungsstation. Okay. Und das ist die Lisa Vilenia und das ist die Felicitas. Sie ist aus der Züchtung, ist ein Züchterhund. Und sie ist auch Europameisterin. Sie ist sogar doppelte Europameisterin. Einmal Welche in denn? Ungarn. Sie Das hier. hier. Genau. Ja. Der Name nochmal von dem Hund? Das ist die Felicitas del Ninos Vencedores. Krass. Die haben alle spezielle Namen. Also Fee. Don Cantero und auf der linken Seite, Lisa Vilenia, unsere erste Hündin. Die ist die auch aus ein der bisschen Rettung. kamerascheu ist. Interessant, ja. Und ihr habt noch einen Hund dabei, das ist auch ein Windhund? Ja, das ist ein Chihuahua-Mix, der Tobi. Der rennt auch. Der Tobi rennt auch, ja. Ja. Es geht heute um das Thema Rennen. Das heißt, ihr seid jetzt hier auf einer Rennbahn für Hunde. Das Ganze ist aber Spaß, da wird nicht gewettet oder irgendwas. Nein. Und die Hunde haben richtig Spaß, oder? Ja, ja. Das ist Körsing heute. Körsing. Ja, sonst sind wir mehr auf der Rennbahn, aber für den Don ist das erste Mal heute, das Körsing. Ja, es macht den Hunden auch Spaß. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, denn Leute interessieren sich ja maßgeblich. Ich habe die Hunde hinten drauf auf dem Wohnmobil. Ich zeige es mal gerade. Das habt ihr machen lassen bei wem habt ihr es drucken lassen? Printplanet. Printplanet, ja, weil die Leute interessieren sich ja immer, wie das geht. Hast es ausdrucken lassen, Fotomontage hinten drauf. Ihr seid jetzt seit 3 Jahren unterwegs mit dem Fahrzeug und dein Mann hat ein bisschen Liebe investiert, denn hinten die Garage, wo normalerweise die Fahrräder reinkommen, die hast du zum Doppelboden umgebaut. Ja, haben wir umgebaut und so, dass es jederzeit wieder zurückzubauen ist. Die Trennwand geöffnet und mit einer Schiebetür, damit die Hunde abgetrennt hinten ihren eigenen Bereich haben. So, und das klappt auch gut, oder? Das klappt gut. Die schlafen durch, die Hunde? Ja, das klappt wunderbar. Ich zeig mal gerade hier rein. Genau, das geht auf? Jetzt geht öffnen, Prima. Schlüssel. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Das heißt, es geht von innen und von außen, oder? Ja, ja, Ihr könnt dann auch rein. ja. Der ist ja süß. Ja. Der ist schon, wie alt ist er? Tobi ist schon 9. 9 Jahre. Ja. Und die werden alt, oder? Ja, das hoffe ich mal. Europameister zu werden, ja, was heißt denn das? Das heißt, die gucken sich die an, in welcher Disziplin ist das? Ein Rennen. Ja. Heißt, ja. die war schnell? Auf der Rennbahn, ja. Ja. Die Felicitas, die ist jetzt das zweite Mal. Das erste Mal ist sie in Ungarn Europameisterin geworden. Und letztes Jahr in Gelsenkirchen hat sie einen Titel verteidigt. Ihr seid jetzt, bitte. Und der Don ist von Galgo und Friends. Da muss man, weil er ja nun kein reinrassiger ist, ja, muss man ihn dann registrieren und gibt. Also ich hätte es jetzt gar nicht gesehen mit dem Reinrassig, aber die Fachleute sehen das direkt, oder? Ja. Ist aber trotzdem lieb, Also oder? Der er Don. kriegt seine Papiere, ja, er muss wird ein DNA-Test gemacht und Aussteller tun ihn begutachten und dann ist es ein Galgo. Dann ist es ein Galgo. So, da vorne sind sie. Ein Galgo Español. So, hat einen Schlüssel organisiert. Der Mann ist schon so ein bisschen Handwerk, oder? Ja, macht alles. Alles. Es gibt nichts, was er nicht kann. Es gibt nichts, was er nicht kann, hat seine Frau gesagt. Naja, fast. Fast. Also, I do my very best. Ja, wir versuchen das Beste. So, und jetzt könnt ihr rein. So. Und die springen da selber rein? Ja, natürlich jetzt nicht. Jetzt nicht. Jetzt ist die Erwartungshaltung von dem Rennen so stark, dass sie jetzt natürlich nicht da freiwillig hinein wollen. Ne? So, das hier hat so Löwendesign. Das sind Löwen, so kleine. Ja, das ist halt unser
die Sterne. Und das ist das Lieblingsplätze von unseren Hunden. Eigentlich hat jeder einen Stern, aber jetzt sind wir unterwegs, dann nehmen wir nur einen mit. Einen mit. Und die liegen da zusammen, die kuscheln ja unglaublich gerne, oder? So Galgos, oder? Ja. Die hängen aufeinander rum, die lieben sich. Vor allen Dingen machen sie sich so klein, dass sie den riesen Platz, so wie sie jetzt so groß sind, eigentlich nicht benötigen. Also im Prinzip könnten sie da 5 Hunde unterbringen. Natürlich, wir haben nur die 3 und dann passt es. Super, ja. Wir schauen mal kurz außen rum. Es gibt jede Menge Klappen. Das Beste ist, du kannst die Hunde natürlich dann mal kurz deiner Frau geben. Vielleicht am besten, dann machen wir mal eine Roomtour. Ist das okay für dich? Ist in Ordnung. Ist das in Ordnung für dich? Ja. Wenn du mal ganz Alles kurz gut. deinem Mann hilfst? Ja, alles Sag mal, wer ist denn zuständig drin? Abwasch und Aufräumen und so weiter? Dein Mann, oder? Das machen wir zusammen. Okay. Ja, jede, wie es halt so passt. Gell? Aber das geht ja gar nicht anders, wenn ihr unterwegs seid auf Ausstellungen und so weiter. Ihr braucht ja ein Wohnmobil, oder? Ja. Jedes Mal Hotel geht überhaupt nicht. Ja, man muss Wir alles haben mitnehmen. Hotels, die uns auch gerne nehmen. Gerade wir fahren auch gerne in Winterurlaub Ja, und da sind ja. wir auch in Hotels untergebracht, die selbst auch Hunde haben. Kein Problem. Überall Hunde hier. Ja, das ist das Schöne. Sehr Gleichgesinnte. Ja gut, die freuen sich jetzt schon. Das heißt, es geht gleich auf die Rennbahn. Die können es kaum erwarten, oder? Das Besondere an unseren Galgos ist natürlich, dass sie im Prinzip keine Bellhunde sind. Im Prinzip bellen die nicht. Das heißt also Selten. Selten. Ja. Also es ist wie bei unseren, man muss es schon provozieren, indem man irgendwie johlt. Dann machen sie auch mal mit. Weil sie sind sehr ruhig. Das ist jetzt die Zugmaschine für den Hasen. Genau, das haben wir gefilmt gestern. Ja, genau. Die Zugmaschine für den Hasen. Richtig. Ja, das ist schon mal toll geworden. Das heißt, ihr könnt auch hier Sachen aufhängen, aber es wird noch gleich viel spannender, denn ihr habt eine Tür ergänzt. Das können wir uns gleich mal angucken. Vielleicht schauen wir einmal drum rum. Ihr habt eine Markise oben drauf. Genau. Das Fahrzeug ist wie lang ungefähr? 6 Meter, 7 Meter, 8 Meter. 8 Meter. Rund 8 Meter. Ist aber schon 8 Meter, ist schon ein bisschen was, oder? Ja, aber durch diese besondere Technik, was dieser Mercedes-Hymer ja hat, ist er sehr super zu handeln. Okay, der fährt schon PKW, so ein bisschen. Fährt sich leichter wie ein VW-Bus. Ich kann das sagen, weil ich hatte früher einen VW-Bus gehabt. Ja, ich habe mir gerade einen geholt, einen T3 ohne Servolenkung. Dann weißt du was. Das hättest du nicht machen sollen. Hättest du nicht machen sollen. Ohne Servo. Hier ist auch nochmal die Öffnung. Ja, Auch wieder von hinten der Garage. okay. Dann haben wir hier, hat der Vorgänger also mit installiert, Reifenüberwachen für alle 4 Reifen. Genau, das oben drauf ist so ein Sensor, oder was? Der draufsteckt. Ja, das, was Sie sehen, ist der Sensor, genau. Das funktioniert? Das funktioniert. Wie ist denn das geregelt mit den Batterien in den Sensoren? Gehen die irgendwann mal leer oder wie funktioniert das? Da bin ich jetzt überfragt. Das sind Mini-Sensoren, also ich denke, das dürfte Funktioniert kein Problem. schon seit Jahren jetzt? Schon seit Jahren, richtig. Genau. So, das ist eine kleine Klappe. Ja, das Ihr habt einen ist einmal Gastank? die Batterieklappe. Ja, okay. Und dann ist das die Serviceklappe für die. Wollen Sie reinschauen? Ja, gerne, ja klar. Die Serviceklappe, da ist Elektroblock. Da ist jetzt zum Innenbereich Warte ich mal kurz Licht an. für Schuhe etc. Ja. Hier ist für Schuhe etc. Kamera ist jetzt hier untergebracht. Hier ist die ganze Steuerung. Okay. Für die Solargeschichte, die Batterien, der Wasserservice wird dann hier geöffnet, wenn Sie im Winter dies entleeren. Und hier unten sind die Batterien drin. Ihr habt Lithium oder was habt ihr denn? Normale Batterien? Normale Bleiakkus, da sind noch keine Lithium hier oben. Und das hält für euch? Das reicht. Wir waren jetzt über eine Woche schon unterwegs ohne Strom. Ja. Ihr habt Solar am Dach? Ja. Okay. Solar, Wechselrichter, sodass wir unseren Kaffee jeden Tag machen können. Ne? Und da ist der Strom, 230 Volt Ja, Sicherung. richtig. Okay, klasse. Hier sind das sind die Bordbatterien, 3 Stück. Und dann ist ja nochmal eine Fahrbatterie. Die Fahrbatterien, die werden auch über Solar geladen. Innen haben sie ein Panel, da haben sie die ganze Übersicht. Ist die stark, die Solaranlage? Das heißt, Die hat so circa 240 Watt, das reicht. Also wenn Sie jetzt einen Kaffee gemacht haben und jetzt ist so bewölkt wie jetzt, ist in einer Stunde die Batterie wieder geladen. toll. Ja. So, da ist schon, Abschließen. da sind schon die Hunde. Diesel fährt da, Fährt Diesel mit Euro 6 Euro 6 schon. und den AdBlue, der ist hier untergebracht. Aufmachen zu. Ja, genau, wenn du mal so lieb was mal kurz aufmachst. Wir beeilen uns. Sie wollen nämlich gleich auf die Rennbahn, wenn das Motorrad kommt mit 3 Hunden und einen auf dem Arm noch. Der kann ja auch rein, der kleine Vogel. Der kann rein. Stark finde ich eure Aufbautür, die werde ich gleich mal zeigen. Ihr habt nämlich
Eine spezielle Tür habt ihr ja modifiziert. Mit richtigem Haushaltsschloss. Okay, das heißt, die hatten schon vor 3-4 Jahren das Thema Euro 6 dann. Wir hatten einen Vorgänger, ein Fiat Chassis. Das war ein Detlef, das war ein wunderschönes Auto. Und so. Hier ist der Motor untergebracht, das sieht man ja schon. Der hat einen riesen Platz, weil das ist ja ein vollintegrierter. Dadurch hat er hier vorne im Motorbereich sehr viel Platz. Und das ist AdBlue. Wie bitte? Hier ist es AdBlue. Genau. Der Tank hat wie viel? 15 Liter? Der AdBlue-Tank, der hat so knapp 17 Liter. 17 Liter. Die Anzeige so toll, das reicht Ihnen locker für 2000 Kilometer. Ja, da vorne ist der Einfüllstützen für das Wischwasser. Ansonsten gibt es ja nicht viel zu servitieren. Ab und zu mal Ölstand gucken, oder? Gut, die Klimaanlage, das ist ein Service hier, hier hinten, das ist der Abgriff von der Starterbatterie, die Okay. Pluspol. Und hier unten haben sie dann für die Klimaanlage die Überprüfung. Hyma voll integriert, das ist schon Qualität, oder? Muss man sagen, oder? Ja, wenn Sie vorher einen Detlefs hatten, wo wir auch damit zufrieden waren, bei dem Detlefs ist einfach alles noch etwas besser durchdacht. Ja. Ja. Gut, ihr seid jetzt schon ein paar Jahre unterwegs. Gab es irgendwelche größeren Probleme mit dem? Genau. Nein, So, Sie holen mal gerade einen. Probleme soweit. die jetzt hier. Da holt man gerade einen. Ja, gehen wir mal. Der Start ist gleich, dadurch sind unsere Ja, Hunde schau. jetzt so ungehalten, Ja. dass sie nicht mehr halten können. So, Rein, bitte rein. Wenn ich das hier noch. ja. So, ich zeige nämlich mal gerade. Ja, komm. Spannend. Ich zeige nämlich mal gerade die Medaillen. Da ist wahrscheinlich deine Frau unglaublich stolz drauf. Wenn es sowas gibt, das ist aufregend, oder? Ja, ja. Sind auch Ausstellungen dabei. Komm, ich nehme ja. das mal ab. Nee, kümmere du dich um. Ich mach das. Schau so rein. Komm, auf. Rein. Es ist interessant. Die sehen das direkt. Wenn der Hase kommt, dann sind Ja. die wild. Ja, es sind Jagdhunde. Gell? Und die jetzt mal im Wald alleine laufen zu lassen, das geht gar nicht. Ne? Nein, nein. Es könnte sein, ein Wildschwein kommt, dann. Ja, um Gottes Willen. Ja. Komm, geh rein, Fee. Los. Hallo. Komm. Ja, Lisa, bitte rein. Ja, ja, Hasi ist wichtiger jetzt. Komm, bist ja gleich dran. Komm. Gleich geht's los. 4 Hunde auf engstem Raum. Wir gehen mal kurz rein. Ihr habt eine spezielle Tür eingebaut, sogar mit richtigem Ja. Haushaltsschloss. Ja. Die kann man auch wieder ausbauen, richtig? Ja, ups. Alles rückbaubar. Ja. Und da fühlt man sich schon sicher, oder? Mit Ja. so einem Metall ja. dabei. Ja. Man kann die Tür auch zumachen und die Hunde sind gesichert und die Tür ist auf. Gell? Das ist das Tolle daran. Wichtig, ihr könnt mal weg. Ja. Gut, da wird auch keiner einbrechen, wenn mit 3 Hunden drin. Hier auf, nein, aber es geht einfach auch um die Hunde, dass die und um uns, wir können die Tür auflassen und die Hunde können nicht raus. Gell? Die sind sicher. Sehr schön. Das ist ja so Treffen Windhunde, das ist ja ein Hobby. Das heißt, man trifft sich ja mit anderen Leuten, man kennt viele auch schon, oder? Ja, ja, man ist dann in der Szene, egal ob Galgos, alles was es gibt. Man freut sich dann, sich zu sehen. Sehr schön. Gut, dann schauen wir mal rein, kurz. Jetzt sind wir nämlich auch gleich fertig. Jetzt komme ich mal kurz zu deinem Mann. Voll integriert. Das heißt, man hat einen riesen Ausblick, oder? Ja, bei dem ersten Testfahrt dieses Fahrzeugs dachten wir, um Gottes Willen ist das ein großes Fahrzeug. Das werden wir nie handeln können, nie fahren können. Aber ich muss sagen, wir sind total begeistert. Das Handling von dem Fahrzeug ist leichter zu handeln wie ein VW-Bus. Das ist wirklich so, ja. Das heißt, da hat einige Helferlein. Ihr habt Automatikgetriebe? Automatikgetriebe, das war ein Wunsch von meiner Frau, aber ich bin total begeistert von Automatik. Ja, weil ich möchte ja auch fahren. Und bin so Automatik gewöhnt. Frau fährt auch Ja. und das passt. Ja. Das Schalten und da hinten sieht man jetzt hinten die Box. Die Ungeduld unserer Hunde Die Ungeduld. jetzt, das hören Sie jetzt. Ja, hier haben wir dann die Schiebetür. Ja, man kann zumachen. Zack. Ja, oh. Die sind ja schon groß, die Hunde. Ja, das ist jetzt Ungeduld, das möchte jetzt unbedingt drauf. So, Hier haben wir die Schiebetür installiert, die wir jederzeit rückbauen können. ja. Haben die Originalwände aufgehoben, sodass wir wieder original zurückbauen können. Ja. Okay, das heißt, ihr seid praktisch eins mit den Hunden. Die Ja. schlafen ja nicht bei euch am Bett, oder? Nachts. Nein, nein, die haben ja extra ihre wunderbaren Sterne, wo sie dann drauf liegen. Das sehen Sie jetzt links Ja. hier. Wenn ich jetzt die Tür aufmache, kommen die Tiere Kommen sie direkt raus. Die sind auch gerne in der Garage. Richtig, genau. Gut, ich habe auch gehört, die kuscheln miteinander. Hier die Längsbetten, das ist gut. Ist es Ja. bequem? Ja, ist wunderbar. Wir haben natürlich uns mit besseren Matratzen nachgerüstet. Die waren ein bisschen hart, da haben wir uns spezielle Matratzen
Stark ist auch die Klimaanlage. Ich glaube, das braucht man mit Hunden, oder? Ja, wir haben auch, für die Hunde haben wir extra eine kleine Klimaanlage. Das sehen wir jetzt nicht, die ist hinten untergebracht. Okay. Das ist eine kleine Verdunstungsklimaanlage, die Und das- reicht für den inneren Bereich aus. Und das hilft auch. Das funktioniert. Das hilft, das klappt. Ja. Ja, super. Ja, wir machen schnell. Die Hunde wollen raus. Dusche habt ihr drin? Vorne haben wir Gibt's auch genau. noch eine Tür, die man zumachen kann? Achso, man kann das auch noch vereinzeln, wenn man mal so eine Ruhe haben möchte. Ja. Ja. Jetzt sind wir in dem Intimbereich, das heißt, der Vorderbereich ist jetzt getrennt mit dem hinteren Bereich. Ja. Ihr duscht auch hier im Toilette Auto und schon mal? Dusche Ja. ist getrennt, das ist auch Ja. so ein Vorteil. Nochmal bitte. Ich sage, Toilette und Dusche ist getrennt. Ich zeig das mal gerade. Hier vorne hat man Ja. ein großes Klo. Das heißt, das ist ja schon Luxus, wenn man selbst im eigenen Fahrzeug auf Toilette gehen Ja. kann, nicht mehr auf irgendwelche Raststätten, wo man nicht weiß, wer hat da vorher gesessen. Ja, das genieße ich auch sehr. So, da oben hat man dann das auch zum Aufmachen da. Das heißt, das ist schon sehr, sehr geräumig. Und hier sind Stauräume, sind Schränke Schränke habt ihr auch? und hier seitlich auch. Oben drüber. Ja. Hier haben wir noch Stauraum. Warte mal kurz. Überall Sag sind kleine Staukästen, wo sie noch was unterbringen können. Ja, Hier ist nochmal ein Querkästen. Staukasten. Hier ist auch nochmal ein Staukasten. Überall. Wasser dran. Ja, okay. Ist der Wassertank halt wie viel Liter? Der Wassertank hat 150 Liter Wasser, Frischwasser und 150 Liter Wasser, Abwasser. So, ihr seid bald dran. Wir machen Schluss. Denn, aber es war ja eine kurze Rumtour. Ihr habt eine Küche noch mit dabei. So sieht es ja aus. Ansonsten wie bei fast allen anderen. Ja. Genau, was wichtig ist, ist dieser Wechselrichter. Sehen Sie hier vorne ganz nach rechts zur Seite. Sekunde. Hier ist das ist auch schön. Das ist die Kaffeemaschine. Wir haben unsere Kaffeemaschine mit dabei. Ja. Und die kann man runterfahren. Die kann man runterfahren und die können wir auch benutzen, wenn wir keinen Strom haben, durch den Wechselrichter. Durch den Wechselrichter. Und der Wechselrichter hängt hier. Last but not least. Das ist die Anzeige vom Wechselrichter hier unten. Ja. Hier. Okay. Und den machst du an und aus, wenn du ja. brauchst. Ja, der geht jetzt nicht an, weil wir jetzt am Netz angeschlossen sind. Hier sind wir auf dem Rennplatz, da haben wir Stromanschluss. Hier oben haben wir die Batterieanzeige für die Solargeschichte. Da sehen Sie die Spannung, jetzt lädt er. Und die Batterie ist voll. Und die Batterie ist mit 285 Ampere-Stunden mit 100% gerade voll. Sehr schön. Ich zeige noch ganz kurz die Tür, dann sind wir weg. Hubbett habt ihr auch oben? Ja, das ist nochmal ein Hubbett, also können 4 Personen ohne Probleme oder falls die Hunde oben schlafen möchten, hätten die Hunde sogar einen Liegeplatz. Das ist aber schon praktisch. Ich habe es gar nicht gesehen, das Hubbett. Das ist so gut integriert. Ja, es ist toll gemacht. auf. Ja. Ja, genau. Ich noch nie benutzt. Noch nie benutzt. Nein. Okay, könnt ja mal kommen. Mal Aber der Probe Wiederverkaufswert ist ganz praktisch, gell? Wenn man einen Hund Richtig. hat, die Leute gucken drauf. Falls der Ehepartner schnarcht, könnten wir sogar getrennt schlafen, was natürlich optimal ist. Also das mit der Tür hast du gut gemacht. Die ist auch rückbaubar, bis auf 1, 2 kleine Löcherchen. Richtig. Die man dann nicht sieht. Richtig. Da sind vorhandene Löcher ausgenutzt worden, hier oben zum Beispiel. Das Loch war von dem Brett. Da haben wir keine separaten Löcher gebohrt. So, ich habe euch überfallen. Es gibt jetzt böse Ja. Kommentare bei YouTube, aber ich musste das unbedingt mal zeigen. Ich habe gedacht, es ist sowieso, wenn die hier jetzt alle laufen, ich komme lieber vorher, weil wenn jetzt hier alle 5 Sekunden mal der Hase losgeht, dann kriege ich euch gar nicht mehr, oder? Vor allen Dingen ist es so, wir haben unsere Hunde, wir sind beide sportlich ambitioniert und da haben wir unseren Spaß dabei. Wir können mit den Hunden joggen, wir können Rad fahren, die Hunde machen alles mit, was optimal ist. Sehr schön. Vielleicht noch zum Abschluss der Kühlschrank. Der macht schön kalt? Ja, Ordentlich. mit Gefrierfach. Mit Gefrierfach. Mit Da oben ist die Gefrierfach. Pizza dann drin. Ist ja jetzt heute nicht Mit voll. Gefrierfach. Das ist jetzt Ist Geld drin. im Moment ist Geld drin. Tiefgefroren. Geheimnis verraten. Ah nee, ist nicht so schlimm. Also ich denke mir, das ist da vorne. Ja, vielen, vielen Dank euch allen. Dann gehe ich noch mal kurz raus. Zeig noch mal gerade Der hat auch eure... einen besonderen Platz. Der Tobi, den habe ich eben schon gefilmt. Tobi ist ja... Der ist ja Ist angeschnallt natürlich, wie sich's gehört. ja. Wenn Tobi darf vorne sitzen und unser wilder Don, der darf natürlich auch vorne in seinem Gurt, ist er auch angeschnallt am Sicherheit. Der Vorteil ist hier, du kommst auch auf der Fahrerseite raus, gell? Der hat eine extra Tür. Ja, was ich persönlich nicht so gut wie nie benutze, meine Frau müsste eigentlich auf der Beifahrerseite oder wenn sie fährt, kann sie ja durch die Tür rein. Also ich benutze die Tür eigentlich gar nicht. So kleine Fächer. Zeig mal die Fächer.
Das ist ja spannend. Ja, hier. Da ist so eine, Ja, so eine hier Handcreme unten. drin. Hier ist auch so ein Fach noch, was man hochmachen kann. Ja, es sind so kleine versteckte. Jetzt mal eine Frage, ihr Welches? würdet das Fahrzeug nochmal kaufen, wenn ihr könntet? Also Ja. seid ihr zufrieden? Ja, wir sind sehr zufrieden. Ist ja nicht ganz billig, aber das Coole ist, man kriegt immer was dafür, wenn man es nochmal verkauft Ja, jetzt. ja. Die Wiederverkaufswerte sind ja phänomenal, oder? Ja, ja. Super. So, und hier sind die Masken. Genau. Hier Das auch. war ja letztes Jahr auch noch nicht. Und da vorne sind auch die Masken. Ja, gehört jetzt dazu. So, und hier ist die Bordtechnik und der Fernseher. Natürlich DVB-T, Satellitenanlage. Wir müssen schauen, dass wir unseren Lauf. So, wir müssen los. Wir müssen Wir gehen los. raus. So Hunde warm machen. Macht die Abmoderation. Ja. Da vorne wird nämlich gelaufen. Und hier sind die Hunde. Ja, vielen Dank euch allen. Ja, Boah, sind das Alles Geräte. klar. Dankeschön. Ja. Tschüss und gute Reise noch. ja. Ciao. Tschüss. Camping ist auch